Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. AP, ich interessiere mich für die Bereiche Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Was passiert, wenn Wissenschaft jede Grenze überschreitet? Wenn Experimente mit dunkler Materie den menschlichen Körper auf atomarer Ebene zerstören? Und staatliche Programme gezielt das Bewusstsein brechen, um Menschen neu zu formen? Dieses Dokument verbindet physische Anomalien und psychologische Abgründe. Willkommen an der Schnittstelle von verbotener Forschung, Vertuschung und totaler Kontrolle. Let's go! Heute geht es um ein ziemlich düsteres Kapitel der Geschichte und um eine verstörende Verbindung, die zwischen den Menschenversuchen der Nazis und den geheimen Gedankenkontrollprogrammen der CIA. Wir schauen uns hier ganz sachlich an, was die freigegebenen Dokumente und Zeugenaussagen dazu sagen. Fangen wir mal direkt mit einer ziemlich steilen These an, die aus den Quellen stammt. Allein schon der Name MK für Mindkontrolle mit dem deutschen Wort deutet auf einen Einfluss hin. Und das bringt uns auch schon zur Kernfrage, um die es heute gehen soll. Wie tief ging dieser Einfluss denn wirklich? Um das zu verstehen, müssen wir aber erstmal in der Zeit zurückspringen. Denn lange bevor es die CIA überhaupt gab, haben Nazi-Ärzte schon Experimente gemacht, die, erschreckende Parallelen zu den späteren US-Programmen aufweisen. Also, was ist da genau passiert? In Konzentrationslagern wie Dachau wurden ganz gezielt Substanzen wie Mescalin an Häftlinge verabreicht. Der leitende Kopf dahinter war ein gewisser Dr. Kurt Plötner und sein Ziel war ziemlich klar. Er wollte ein Wahrheitsserum finden und Methoden entwickeln, um den Willen eines Menschen komplett zu brechen. Und hier wird's jetzt richtig interessant, wenn man sich mal die Ziele direkt anschaut. Auf der einen Seite das, was die Nazi-Forscher ganz offiziell wollten. Und auf der anderen Seite, fast im selben Wortlaut, das Ziel von einem späteren CIA-Projekt. Also diese Ähnlichkeit in den Absichten, die kann man kaum übersehen, oder? Die Frage ist natürlich, wie kam dieses Wissen oder zumindest diese, sagen wir mal, Denkweise überhaupt über den Atlantik? Die Antwort, die liegt in einer ziemlich geheimen Nachkriegsoperation, die quasi eine Brücke zwischen diesen beiden Welten geschlagen hat. Schauen wir uns mal die Zeitachse an. Die macht das Ganze sehr deutlich. Die Operation Paperclip hat über 1600 deutsche Wissenschaftler und Techniker in die USA gebracht. Offiziell hieß es, man wolle im Kalten Krieg einen Vorteil haben, vor allem bei den Raketen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, unter diesen Leuten waren eben auch Mediziner. Die Quellen deuten jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass da komplette Gedankenkontrollrezepte übergeben wurden. Es war wohl eher so, dass man Personal rekrutiert hat, das eine Forschungsethik mitbrachte, die bereit war, jede menschliche Grenze zu überschreiten. Tja, und der Kalte Krieg war dann der perfekte Nährboden. Die CIA hat angefangen, ihre eigene Forschung zur Verhaltensänderung ganz offiziell aufzuziehen. Und alles begann mit 2 Projekten, die sozusagen den Grundstein für all das gelegt haben, was danach noch kommen sollte. Das erste Programm hieß Project Bluebird und startete 1950. Das war quasi der erste offizielle Vorstoß der CIA in diese Richtung. Offiziell klang das am Anfang alles noch recht harmlos, fast schon defensiv. Wie schützen wir unsere eigenen Agenten? Wie können wir ihr Gedächtnis verbessern? Aber, und hier sehen wir schon die Parallele, es ging eben auch schon ganz klar um den Einsatz von Drogen und Hypnose bei Verhören. Genau die Werkzeuge, die auch schon in Dachau erprobt wurden. Und es hat nicht lange gedauert. Nur ein Jahr später, 1951, wurde aus Bluebird das Project Artichoke. Und damit hat sich der Fokus dann auch ganz klar verschoben, weg von der Defensive hin zur Offensive. Und hier wird es dann auch ganz unmissverständlich. Dieses Zitat hier stammt aus einem freigegebenen Memo. Und es zeigt klipp und klar, es ging nicht mehr nur darum, Leute zu verhören. Das Ziel war jetzt die absolute Kontrolle über einen Menschen. So, und damit kommen wir jetzt zum wohl berüchtigsten Programm von allen, MK Ultra. Das war sozusagen das riesige Dachprojekt, das alles, was vorher war, gebündelt, massiv ausgebaut und in die allerdunkelsten Ecken der menschlichen Psyche getrieben hat. Das Ganze wurde ganz oben abgesegnet, 1953 vom CIA-Direktor Allen Dulles persönlich. MK Ultra war also kein kleines Nebenprojekt. Es hatte ein riesiges Budget und quasi freie Hand, um wirklich alle Grenzen der Gedankenkontrolle auszutesten. Um sich mal das Ausmaß vorzustellen.
Wir wissen von mindestens 149 einzelnen Unterprojekten, die zu MKUltra gehörten. Und jedes dieser Projekte war ein eigenes, oft streng geheimes Forschungsfeld. Die Teams wussten teilweise nicht mal voneinander. Und das ist das wirklich Unheimliche. Das Ganze fand nicht nur in irgendwelchen geheimen CIA-Bunkern statt, nein, das Programm hat sich tief in die amerikanische Gesellschaft hineingefressen. Universitäten, Krankenhäuser, sogar Gefängnisse wurden zu Partnern in diesen Experimenten, ob sie es wussten oder nicht. Okay, aber was heißt das jetzt konkret? Was ist in diesen 149 Projekten passiert? Tja, die Liste der Methoden, die dokumentiert sind, liest sich ehrlich gesagt wie eine Anleitung zur Zerstörung der menschlichen Seele. Man muss also verstehen, es ging nicht darum, die eine Wunderdroge zu finden. Es war ein System, ein kombinierter Angriff auf die Psyche. Drogen, Isolation, Elektroschocks, psychologischer Terror, alles wurde systematisch eingesetzt, um Persönlichkeiten aufzuspalten und dann zu versuchen, sie neu zusammenzusetzen. Um mal zu zeigen, wie brutal das Ganze war, schauen wir uns ein ganz konkretes Beispiel an, das gut dokumentiert ist. Die Experimente von Dr. Evan Cameron an der McGill University in Kanada. Camerons Methode, genannt Psychic Driving, hatte im Grunde 2 Schritte. Schritt 1: Depatterning, das heißt die komplette Auslöschung der Persönlichkeit. Das hat er mit extremen Elektroschocks und Drogenkomas versucht zu erreichen. Und wenn der Patient dann quasi ein unbeschriebenes Blatt war, kam Schritt 2, das eigentliche Psychic Driving. Das bedeutete pausenlose Wiederholung von bestimmten Botschaften, um eine völlig neue Persönlichkeit zu erschaffen. Jetzt könnte man ja denken, so ein riesiges Programm, das muss doch unzählige Spuren hinterlassen haben. Tja, das Problem ist, ein großer Teil der Wahrheit wurde ganz bewusst vernichtet. Und das lässt uns heute mit ein paar sehr, sehr beunruhigenden Fragen zurück. 1973, also kurz bevor der US-Kongress anfing, die Machenschaften der CIA zu untersuchen, hat der damalige Direktor Richard Helms ganz einfach den Befehl gegeben: vernichtet fast alle Akten zu MKUltra. Das meiste, was wir heute wissen, basiert auf einer kleinen Kiste mit Dokumenten, die aus Versehen falsch abgeheftet wurde und so der Vernichtung entgangen ist. Diese absichtliche Zerstörung der Akten hinterlässt natürlich eine riesige Lücke. Und diese Lücke wird zum Teil gefüllt durch die Aussagen von Überlebenden. Und einige dieser Aussagen, die schlagen einen direkten, ziemlich erschreckenden Bogen zurück zu den Anfängen dieser ganzen Forschung. Und hier müssen wir jetzt ganz klar sagen: Was jetzt kommt, basiert ausschließlich auf Zeugenaussagen und den Berichten von Therapeuten. Es gibt keine offiziellen Dokumente, die das belegen. Aber mehrere Überlebende haben unabhängig voneinander einen leitenden Programmierer beschrieben, den sie unter Decknamen wie Dr. Green kannten. Und sie identifizierten diesen Mann als Josef Mengele. Wir präsentieren das hier so, wie es in den Quellen steht, als Teil der Geschichte, die erzählt wird, nicht als durch Akten bewiesene Tatsache. Und das bringt uns auch schon zum Ende und zu einer letzten, wichtigen Frage. Wenn offizielle Stellen Beweise absichtlich vernichten, was bleibt dann noch übrig? Es entsteht ein Vakuum. Und in diesem Vakuum haben wir nur noch Fragmente, Zeugenaussagen und die wirklich beunruhigende Erkenntnis, dass die dunkelsten Kapitel der Geschichte vielleicht niemals ganz ans Licht kommen werden. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.